Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mit dem Peter aus Deutschland habe ich jetzt schon gut 10-mal geschrieben. Peter ist ein Mensch, der sich von Molossern sehr angezogen fühlt, der es aber bis jetzt noch nicht gewagt hat, den letzten Schritt zu tätigen, um sich einen zu holen. Bernhardiner sind es, die es ihm angetan haben. Deswegen ist er schon mehrere Male in den letzten 2 Jahren auf Ausstellungen gefahren, hat sich diese Hunde in Natura angesehen, hat mit Besitzern der Bernhardiner gesprochen. Ja, doch, er sagte mir, dass sie ihm hier und da mal etwas zu träge sind. Ja, schauen Sie, speziell auf Ausstellungen. Ja, wen treffen Sie dort an? Vertreter von Showlinien, ganz klare Sache. Wir wissen, dass viele Hunderassen ins Extreme gezüchtet werden und dort treffen Sie nun mal hauptsächlich auf häufig überextrem auftretende Vertreter ihrer Rasse. Das ist so. Sehen Sie sich mal in der Molosserhalle um, da greifen sie sich teilweise am Kopf. Wobei es aber generell so ist, dass der Bernhardiner nicht der temperamentvollste Hund ist. Auch da nicht, wenn er einer leichteren, vernünftiger aussehenden Linie angehört. Ja, das habe ich ihm gesagt. Und ich habe ihm gesagt, er sollte sich mal das Video des Moskauer Wachhundes ansehen, das ich gebracht habe auf meinen Kanal. Das tat er, hat mich dann wieder angeschrieben und sagte, ja, das ist ein toller Hund. Auch der schlägt optisch in ähnliche Kerbe hinein. Wir unterhielten uns dann einige Zeit lang über diese beiden Hunde und ich habe entschlossen, ein Vergleichsvideo dieser beiden zu bringen. Und das möchte ich heute tun. Also, bis gleich. Nun, da sind wir wieder. Ich glaube, es kann leicht sein, dass wenn Sie mit einem Bernhardiner irgendwo daherstapfen, na, das war jetzt ein Blödsinn, verzeihen Sie, drehen wir das Ganze um. Ich meinte, es kann leicht sein, wenn Sie mit einem Moskauer Wachhund irgendwo daherstapfen, dass Sie von irgendeiner Person gefragt werden, ist das ein Bernhardiner? Das kann leicht sein. Ja? Umgekehrt wird es wahrscheinlich weniger so sein, da man Moskauer Wachhunde eher selten zu sehen bekommt. Ja. Ich meinte damit, wenn Sie mit einem Bernhardiner wohin kommen, wird Sie selten wer fragen, ob das ein Moskauer Wachhund ist, aber Sie haben mich sicher verstanden. Ja. Ich würde sagen, sehen wir uns diese beiden fantastischen Hunderassen mal etwas näher an und dafür übergebe ich an Universitätsdozenten Professor Ronny Dog Special. Im 17. Jahrhundert begannen Mönche des Hospizes auf dem großen St. Bernhard damit, Wachhunde zu halten. Große, starke Hunde, welche von den Kriegshunden antiker Völker abstammten und auch zu den Vorfahren der heutigen Sennenhunde zu zählen sind. Solche Hunde stellten das dar. Häufig als Lawinenhunde eingesetzt, erlangte Bari, den die meisten von Ihnen kennen, der Bernhardiner, welcher über 40 Menschenleben gerettet haben soll, besondere Berühmtheit. Der ist, soweit ich weiß, in Zürich, irgendwo in der Schweiz, in einem Museum ausgestellt, dieser Hund. Ja. Nun, diese Hunde waren zumeist mit stockhaarigem Fell vorzufinden, denn die langhaarigen Bernhardiner, die bunten erst ab dem 19. Jahrhundert. Diese Fellbeschaffenheit wäre in den verschneiten Alpen schnell verklumpt und hätte zum Nachteil der Hunde geführt. Ja. Außerdem hatten diese Ur-Bernhardiner auch andere Farben im Katalog vorzuweisen, als sie es heute tun. Sie waren kleiner, leichter und etwas leistungsfähiger als der moderne Vertreter dieser schönen Hunderasse. Heute zählt der Bernhardiner zu den größten, schwersten und beeindruckendsten Hunden der Welt. Der Russe. Dieser Hund wird vom FCI nicht als Rasse anerkannt, aber von russischen Verbänden sehr wohl. In den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden einige
tolle Hunderassen in der sowjetischen Armeeabteilung namens Roter Stern. Der schwarze russische Terrier und der osteuropäische Schäferhund. Das sind zwei davon, aber auch der Moskauer Wachhund zählt da dazu. Der kaukasische Ovtcharka, der war schon vor den soeben genannten Hunden bei der Armee im Einsatz, und genau den wollten die Sowjets in etwas führiger haben. Also experimentierten sie hauptsächlich mit der Verpaarung von Kaukase, Bernhardiner und Braken, letztere für die Verbesserung der Nase. Genauso erblickte der Moskauer Wachhund das Licht der Welt. Nun, sehen wir uns mal an, wie es da mit der Größe der beiden aussieht. Bernhardiner Hündinnen müssen laut Rassestandard eine Mindestschulterhöhe von 65 cm vorweisen und dürfen höchstens 80 cm hoch werden mit der Schulter. Von Rüden verlangt man eine Mindestschulterhöhe von 70 cm und die dürfen nur maximal 90 cm hoch werden mit der Schulter. In der Praxis ist es ihnen oft egal, was sie dürfen oder nicht. Ich weiß, dass es Bernhardiner gibt, die an der 1 Meter Schulterhöhenmarke kratzen. Aber das sagt der Rassestandard. Der Moskauer Wachhund sieht das etwas anders aus. Hier gibt es kein Höchstmaß. Hier sieht man die Hündinnen am liebsten mit einem Stockmaß mit einer Schulterhöhe von 73 cm und die Rüden werden am liebsten gesehen mit einer Schulterhöhe von 78 cm. Ja. So steht es geschrieben. Wenn man sich für diese Hunderasse interessiert, wenn man sich etwas beschäftigt mit diesem Hund, sich Videos ansieht, sich Bilder ansieht, wo diese Hunde neben ihren Besitzern stehen, dann erkennt man zumeist Hunde, die sich um die 70 cm Schulterhöhe bewegen. Ja. Mal beim Gewicht reingesehen und hier dürfen Bernhardiner Hündinnen bis zu 75 Kilo schwer werden. Den Rüden erlaubt man ein Gewicht von bis zu 90 Kilo. Auch hier pfeift der eine oder andere Bernhardiner Rüde darauf, was er darf oder nicht, denn ich weiß, dass es Bernhardiner da draußen gibt, die gar 100 Kilo auf die Waage werfen und trotzdem nicht dick wirken. Ja, aber das sagt nun mal der Rassestandard. Beim Moskauer Wachhund sollten erwachsene Hündinnen mindestens 45 Kilo schwer sein und erwachsene Rüden mindestens 55 Kilo auf die Waage werfen. Auch hier gibt es kein Höchstmaß. Ähnlich wie bei der Schulterhöhe sage ich, wenn man sich für diesen Hund interessiert, etwas in die Materie des Moskauer Wachhundes eintaucht, dann erkennt man hier Hunde, die zumeist um die 50 bis 60 Kilo schwer sind. Mag auch schwerere Vertreter dieser Rasse geben, ganz klar, doch der Großteil bewegt sich eher in dieser Gewichtskategorie. Das Fell der beiden Hunderassen ist von sehr ähnlicher Beschaffenheit. Beide gibt es in langstockhaariger Variante und hier weisen sie beide üppiges Fell mit dichter Unterwolle vor. Doch gibt es den Bernhardiner auch in kurzhaariger Variante oder stockhaariger Variante. Und in dieser Variante erinnert er mich häufig sehr stark an den Old English Mastiff. Bei den Farben sehen wir ähnlich, sehr ähnlich aus. Beide Hunde haben Weiß als Grundfarbe vorzuweisen und tragen rote oder rotbraune Platten, der Moskauer Wachhund auch rot-schwarze Platten. Also, ähnliche Fellbeschaffenheit, wenn der Bernhardiner die langstockhaarige Variante vorweist, ähnliche Farbe. Die Größe kann ähnlich sein, wäre beim Moskauer Wachhund nicht verboten und auch das Gewicht könnte sich in ähnliche Kategorie bewegen. Auch das wäre beim Moskauer Wachhund nicht verboten, doch in der Praxis ist der Moskauer Wachhund zumeist ein klein wenig niedriger und auch etwas leichter als der Bernhardiner. Gesamterscheinung, ja, das sind beide große weiß-braun gefleckte Hunde mit längerem, dichten Fell, wenn wir vom Langstocker Bernhardiner sprechen. Sind sie sich ähnlich im ersten Augenblick? Ja, keine Frage. Doch der Bernhardiner, wenn man genau hinsieht, bewegt sich viel mehr in dieser Kategorie der klassischen Molosser.
Der Moskauer Wachhund schlägt eher in die Kerbe der Herdenschutzhunderassen hinein. Er ähnelt mehr einem weiß-braun oder weiß-braun-schwarz gefleckten kaukasischen Hofjäger als einem Bernhardiner ähnelt meiner Meinung nach. Sie haben starke Unterschiede vorzuweisen im Aufbau des Schädels, des Kopfes. Der Bernhardiner mit Sicherheit den wuchtigeren, massiveren Kopf mit weit loseren Fang, also loseren Lefzen, etwas kürzerem Fang. Der Moskauer Wachhund weist eine Kopfform vor, die sehr häufig an den kaukasischen Hofjäger erinnert. Er hat den längeren Fang als der Bernhardiner, etwas trockenere Lefzen, nicht ganz so einen breiten Oberkopf. Der Bernhardiner, das sind die Hauptunterschiede. Er wirkt generell etwas schlanker, etwas leichter, weniger wuchtig, weniger substanzvoll als der Bernhardiner. Doch ich wiederhole mich, wenn man sich schnell umdreht und beide Hunderassen vor sich stehen sieht, dann weisen sie eine starke Ähnlichkeit vor. Doch ist es hier hauptsächlich die Fellbeschaffenheit, die Größe und die Farbe. Wenn man dann genauer hinsieht, dann erkennt man die Unterschiede eigentlich recht schnell, möchte ich sagen. Danke, Herr Universitätsdozent, das war sehr interessant. Ich fahre mit dem Thema fort. Ja, der Charakter sollte diese beiden Hunderassen klar erkennbar voneinander trennen. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, ja, im ersten Moment ist es so. Sie sehen sich recht ähnlich, wenn man sich schnell umdreht. Genauso wie der Universitätsdozent vorher behauptet hat. Auch ich sehe das so. Ja. Hier ist es hauptsächlich, wenn ähnliche Größe, ähnliche Fellbeschaffenheit, ähnliche Farbe, ja, ähnlicher Aufbau. Das kann man schon so stehen lassen. Doch der Bernhardiner hat im Normalfall das mäßigere Temperament. Er ist kein Hitzkopf, weist eine sehr hohe Reizschwelle vor, ganz Molosser typisch, und dass der Bernhardiner einen 100%igen Molosser darstellt, ja, darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Sehen Sie sich kurzhaarige Bernhardiner an, das sind Hunde, die sehen aus wie gefleckte Old English Mastiffs. Für mich zumindest tun sie das. Der Russe ist temperamentvoller, ein Diensthund. Der hat mehr Feuer, er ist schneller bei Gewehr, bei Fuß. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja. Beide sind exzellente Familienhunde, fantastische Wächter. Im Normalfall ist der Moskauer Wachhund aber der bessere Schutzhund. Schauen Sie, der ist schneller im Umsetzen von Kommandos ihrerseits, sei es vorwärts oder rückwärts. Sie wissen, was ich meine. Dafür wurde an diesem Hund gearbeitet, dafür wurde dieser Hund gemacht. Das ist nun mal so. Der Bernhardiner ist eher für Leute geeignet, die über viel Platz verfügen, die es nicht mehr ganz so eilig haben. Anatomisch nicht geeignet für intensive Sportarten, ist ja ganz klar. Schauen Sie, der hat zu viel Substanz, welche bei häufiger Überbelastung auf den Bewegungsapparat geht. Das ist kein Geheimnis. Ist ein toller Familienhund von beeindruckendem Ausmaß und ein grimmiger Bewacher seiner Familie. Da kann ich Ihnen dann was noch dazu sagen. Der Moskauer Wachhund, der eignet sich eher für körperlich intensivere Beanspruchung, wenn diese von Ihnen als sportlicher Besitzer gern mit ihm geteilt werden möchte. Schauen Sie, vorausgesetzt, auch dieser Hund ist nicht zu schwer, denn wie der Universitätsdozent vorher schon gesagt hat, kann ja auch der Moskauer Wachhund sehr viel Gewicht erreichen. Doch zumeist ist dieser Hund in den Gewichtsklassen von 50 bis 60 Kilo zu finden. Ja, zumindest waren das diese Hunde, die ich mir auf Videos angesehen habe, auf Bildern angesehen habe. Denn persönlich habe ich leider noch nie einen Moskauer Wachhund getroffen. Das ist ein fantastischer Wächter, der, obwohl er sehr kuschelig wirkt, extremen Schliff vorzeigen kann und mit Sicherheit mehr Temperament zeigt als der Bernhardiner, wenn der Moskauer Wachhund den typischen Vertreter dieser Rasse darstellt. Klare Sache. Ist nun mal so. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Wenn ich mich zwischen diesen beiden Hunden entscheiden müsste, Bernhardiner kannte ich mehrere, Moskauer Wachhund kannte ich keinen einzigen. Hier kann ich nur aus der Theorie sprechen, doch wir hatten am Platz einen Bernhardiner, den Tapsi, das war Koloss. Sein Besitzer wiederum, das war ein recht kleiner Mann, aufgepasst, der hatte lange Haare und einen dichten Vollbart und wirkte, damals gab es Lord of the Rings noch nicht, aber heute, wenn ich zurückdenke, erinnert er mich etwas an Gimli den Zwerg von Lord of the Rings. Das soll ein Kompliment sein, ja. Soll nicht abwertend gemeint sein. Sollte er zusehen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er das tut, aber möglich ist alles.
Der Mann war etwas kleiner als 1,70 Meter und sein Hund hatte aber sicher an die 90 cm Schulterhöhe und war sicher an die 90 Kilo schwer. Tapsi war ein Koloss, ein langstockhaariger Bernardiner. Ja, der trainierte bei uns am Platz mit, aber ja, was soll ich Ihnen sagen? Wir vermieden selbstverständlich Gerätetraining mit diesem Hund. Hochsprung, Weitsprung, Kletterwand, Leiter und so weiter. Dazu war er zu schwer. Wies zu viel Substanz vor. Die Verletzungsgefahr war zu hoch für den Hund. Klare Sache, dafür ist der Bernardiner nicht gemacht. Nicht mit den heutigen Ausmaßen. Damals zu Bari-Zeiten war das noch eine andere Geschichte. Ja. Doch, er arbeitete an der Unterordnung mit Auslassens des Gerätetrainings, denn auch bei der GH1, bei der niedrigsten Stufe, gibt es ja auch den Hochsprung und den Weitsprung. Das ließen wir mit Tapsi aus. Aber dabei sein ist alles und der Besitzer von Tapsi fühlte sich bei uns in der Gesellschaft pudelwohl und deswegen ging er auch bei uns so gerne trainieren. Ich kannte einen Kurzstockhaarigen, also einen Kurzhaar Bernardiner, der recht leistungsfähiger Linie angehörte. Er lebte ebenfalls in Wien, dort in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Das war ein sehr schöner Hund. Der gefiel mir wahnsinnig gut. Ich tendiere hier sowieso eher zum kurzhaarigen Bernardiner. Ja, Geschmackssache. Ja, mir gefällt der kurzhaarige Bernardiner optisch besser. Mir gefällt auch der langstockhaarige sehr gut. Sind wunderschöne Hunde. Aber diese Variante liegt mir mehr. Das war ein sehr schöner Hund und ein recht bewegungsfreudiger Bernardiner. Ich weiß nicht, wie groß und wie schwer er war. Ich kann ihn nur schätzen, wenn ich so zurückdenke. Da bin ich der Meinung, dass der so um die 75, 76 cm Schulterhöhe vorwies. Also er war nicht ganz 80 cm hoch, mit der Schulter sicher nicht, und um die 60, 65 Kilo schwer war. Ein wunderschöner Hund. Und ich kannte noch einen dritten Bernhardiner, der lebte ebenfalls in der Schwarzlackenau in 12 in Wien. Dort gingen wir öfter mit den Hunden spazieren. Der bewachte ein Grundstück, ein Langstockhaar, wie der Zuseher, wenn der mit dem Schädel gegen den Zaun krachte, begannen sie zu beten. Also als Schurke oder als Schurkenpack den Versuch zu starten, dort aufs Grundstück zu gelangen, während dieser Hund das bewachte. Ja, das glich einem Selbstmord, der hätte sie in Teile zerlegt, dieser Hund. Das garantiere ich Ihnen, ein Top-Bewacher, mit Sicherheit auch ein Top-Beschützer. Diese Hunde gefallen mir also, ja, aber es stimmt schon, allgemein gesehen sind sie häufig sehr träge, ruhig, weit entfernt von extrem träge. Ja. So etwas suche ich nicht, ja, aber ich bin doch recht hurtig unterwegs. Zische mit meinem Hund Vito über Stock und Stein, bergauf, bergab. Lege an die 200 Kilometer mit ihm im Monat zurück. Das gefällt mir. Ja. Das bedeutet nicht, dass ich mit meinem Hund tagtäglich durch die Gegend laufe. Dafür bin ich schon zu alt. Vito wird es nicht stören, denn wenn wir solche Steigungen raufgehen, tänzelt der darauf wie Fred Astaire. Der hat die Anatomie eines Malinois. Ja. Ich bin schon ein alter Mann, ich dampfe da hinten nach wie eine Lokomotive. Das muss ich auch nicht jeden Tag haben, klar, aber ich genieße dieses darauf, darunter, dorthin, dorthin. Das würde mit dem Russen besser gehen. Dieser Hund ist zumeist im Normalfall leichter, mit weniger Substanz ausgestattet als der Bernardiner, etwas flotter unterwegs, nicht nur körperlich, sondern auch charakterlich, und das würde meinem aktuellen Lifestyle beim Führen von Hunden weit mehr entgegenkommen. Das ist der einzige Grund, denn beide sind tolle Familienhunde, beide sind tolle Wächter, beide sind tolle Beschützer, auch wenn man hier vielleicht mit dem Moskauer Wachhund den besseren Schutzhund besitzt, wenn man alles betrachtet. Ja. Im Fall der Fälle, wo es nicht auf Kommandos ankommt, sondern nur ums Überleben, ja, ist der Bernardiner diesbezüglich mit dem Moskauer Wachhund sicher gleichzusetzen, übertrifft ihn vielleicht sogar noch, weil er mit derartiger Substanz, mit derartigem Kopf und alles, ja, vielleicht sogar noch mehr Schaden anrichten kann an wehrhaften Aggressoren, ja, als der Moskauer Wachhund, der das mit Sicherheit auch kann. Ja. Doch daran soll es nicht liegen. Hier geht es hauptsächlich darum, wie ich mit dem Hund durchs Leben zischen könnte, und hier würde sich der Russe aktuell für mich besser eignen. Wenn es rein um die Optik geht,
Langstockhaar, wo es ja den Russen einzig und allein in dieser Variante gibt, gefällt mir der Moskauer Wachhund besser. Gebe ich ehrlich zu. Ein schöner, kurzhaariger Bernardiner wäre hier aber meine erste Wahl. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn ich so zurückdenke an diesen kurzstockhaarigen Bernardiner im 21. Bezirk in Wien, das war ein wunderschöner Hund, der an einen sehr athletischen Old English Mastiff erinnerte. Ja, Old English Mastiff zumeist substanzvoller ist, als dieser Bernardiner war, aber das ist ein wunderschöner, leistungsfähiger Bernardiner. Der würde mir vom Fleck weg, wenn ich wählen müsste, besser gefallen. Also da würde meine Wahl auf den Bernardiner fallen. Doch, die beiden langstockhaarigen Varianten, hier gefällt mir der Moskauer Wachhund etwas besser. Ja, das ist die Begründung dafür gewesen. Ja, das war die Meinung von uns, nämlich von Herrn Universitätsstudenten und von mir. Ja, manchmal, ja. Aber Sie verzeihen mir sicher. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.